Irgendetwas passiert mit Videospielekonsolen. Sie verwandeln sich von Geräten, die wir gar nicht mehr erwarten konnten, zu welchen, die wir nicht schnell genug beiseite räumen können. Meine wochenlange Suche hat 3 Probleme ergeben, die schuld daran sind. Am offensichtlichsten ist Nummer 1: die Spiele. Jede Konsolengeneration wird eigentlich nur an einem Aspekt gemessen, und das sind ihre Spiele. Technisch gesehen stellen die PS5 oder Xbox Series mehr Games zur Verfügung als jede andere Konsole in der Geschichte. Es gibt neue Indie-Spiele am laufenden Band, Abwärtskompatibilität zu PS4 und einen wachsenden Katalog von zur Verfügung gestellten Retro-Spielen. Die Remaster und Remakes nicht zu vergessen, ob die Welt sie nun brauchte oder nicht. Wie kann es dann aber Sinn machen, dass sich diese Generation so anfühlt, als hätte sie nichts? Dafür müssen wir uns wohl mal die Greatest Hits ansehen, die bisher erschienen sind. Fällt dir das Problem auf? Nicht? Dann lass mich die Spiele entfernen, die für die vergangene Konsolengeneration konzipiert wurden. Nun entfernen wir die Spiele, die für den PC konzipiert wurden und sich darauf besser spielen lassen. Und letztlich kicken wir noch die Remaster und Remakes von älteren Spielen raus. Auf einmal ist alles deutlich einfacher zu überblicken. Blicken wir 2 Generationen zurück, zu PS3, Wii und Xbox 360, erinnern wir uns daran, dass den Entwicklern eine deutlich schlimmere Hardware zur Verfügung stand, für die es deutlich aufwendiger und komplizierter war, Spiele zu programmieren. Es gab auch weniger Entwickler als heutzutage und weniger Tutorials, um dich zu einem zu machen. Die PS3 erschien ungefähr zum selben Zeitpunkt, als Google YouTube überhaupt erst kaufte. Und dennoch, schauen wir uns an, welche Spiele wir damals im selben Zeitraum zur Verfügung hatten. Ein Katalog von Spielen, die gezielt für diese Generation gemacht wurden. Nahezu komplett ohne Remakes, und die PC-Spieler, bei denen Steam gerade erst warm läuft, schauten völlig in die Röhre. Es geht aber nicht nur darum, dass das alles herausragende, von Fans und Kritikern gefeierte Spieletitel waren, sondern auch, wie diese Titel die gesamte Industrie beeinflusst haben. Gears of War revolutionierte den Deckungsshooter, Koop-Gameplay und die für die Generation so ikonische Farbgebung. Die Wii, speziell Wii Sports, revolutionierte Bewegungssteuerung und machte Gaming einer brandneuen Casual-Gruppe zugänglich. Selbst Call of Duty brachte damals noch frischen Wind mit und stellte nicht nur eine nie dagewesene First-Person-Steuerung zur Verfügung, sondern auch ein völlig neues Multiplayer-Erlebnis. Nicht zuletzt durch seine 60 Frames per Second. Zoomen wir ein Stück heraus, muss man aber auch feststellen, dass wir ohne die Publisher, die die 7. Generation buchstäblich dominiert haben, in dieser weder besser noch schlechter dran wären. Wir haben die Batman-Spiele und Schatten von Mordor mit seinem bis heute beliebten Nemesis-System versus Suicide Squad. Wir haben die Anfänge der Assassin's Creed-Reihe mit der Ezio-Trilogie, Far Cry 3 und Rayman Origins versus Skull and Bones. Activision revolutionierte das Multiplayer-Erlebnis mit Call of Duty, einem ernstzunehmenden Militärshooter, versus Call of Duty heute. Now you know you can't keep a gangster down. Selbst Microsoft, der aktuell größte Videospiel-Publisher der Welt, veröffentlicht ein unspielbares Redfall, ein leeres Starfield und schmeißt gefühlt den ganzen Rest seiner Entwickler raus, während sie nicht einmal ihren eigenen Marken die Aufmerksamkeit widmen, die ihnen gebührt. Was zum Geier ist also los? Ist es so schwer geworden, Videospiele zu programmieren? Making games is hard. Making games is hard. Making games is hard. Making games is hard. Scheinbar. Auch wenn Entwickler in den 80ern es geschafft haben, in gefühlten Höhlen Spiele aus den Resten vom Boden zusammen zu MacGyvern. Hinzu kommt aber, dass keine der großen Firmen überhaupt noch eine Ahnung zu haben scheint, was Gamer überhaupt wollen. Kein Wunder also, dass es so viele Remakes von Spielen gibt, die zuvor schon erfolgreich waren. So viele Klone von Fortnite oder Destiny und dass so viele Spiele primär für die vorangegangene Generation entwickelt wurden, anstelle für das Leistungsmonster, das uns 500 Tacos gekostet hat.
Es entzieht sich auch vollkommen meinem Verständnis, wie wenige Publisher noch einen Blick auf die Modder-Szene richten, die am Ende des Tages immer das liefert, was Leute tatsächlich spielen möchten. Yeah! Ohne Modder gäbe es ganze Genres nicht, die heute mehr Kohle einfahren als alle anderen zusammen. Aber die Spielebibliothek ist nur eines der Probleme der 9. Generation. Das ganze Erlebnis damit ist ein weiteres. Was unterscheidet all das von dem hier? Richtig, es ist die 8. Generation, nur in 500 € schneller und mit integrierter Werbung. Nichts davon wird irgendwann dieselbe wohlige Nostalgie auslösen wie das hier. Schneller ist aber natürlich relativ, denn kaum dass du eine dieser traurig leeren Hüllen öffnest und das Spiel einlegst, darfst du deiner Internetverbindung zunächst energisch Luft zufächern, denn sie wird heiß laufen, während sie den Day-One-Patch herunterlädt oder die Spielinhalte, die bei Diskpressung noch nicht fertig waren. Selbst ganz ohne Internetzugang kannst du dir erst einmal eine Kanne Kaffee aufsetzen, während die Installation anläuft. Denn auch wenn du ein anderes Game von deiner Festplatte zur Überbrückung spielen möchtest, wirst du in 3 von 5 Fällen über ein neues Update stolpern, das scheinbar zwingend nötig ist. Da du selbst also einfach nicht zum Zocken kommst, kannst du auch YouTube anschalten und jemand anderem dabei zusehen. Hi, willkommen! Lasst uns zusammen warten. Ich will ja gar nicht der Zeit hinterherheulen, in der man ein Spiel einlegt und weder installieren noch etwas herunterladen muss, aber... Damit sind wir wieder beim Argument vom Anfang angekommen. Wenn es für mich ohnehin keine exklusiven Spielerfahrungen gibt, warum soll ich dann nicht einfach auf meinen PC setzen, an dem ich während Installation oder Download eine ganze Welt an Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung habe? Es gibt keinen Grund, weshalb das von der Konsolenindustrie hart erarbeitete Verhältnis signifikant zu kippen droht. Ein weiteres Problem, das du vielleicht gar nicht auf dich münzt, weil du, wie ich, nur noch auf Einzelspielererfahrungen setzt. Aber war das schon immer so? Für meine PS3 habe ich mir damals dieses süße Ding zugelegt und ich habe 3-stellige Stunden damit online verbracht, in denen ich beim Zocken ausgelassen mit Leuten gequatscht habe, die zu Freunden wurden. Und noch eine Generation zurück war es sogar noch persönlicher, weil bis dahin der Splitscreen das Zentrum sozialer Zusammenkünfte war. Wohin ist der bitte verschwunden? Im schwarzen Loch der Online-Dienste, für die uns die Konsolenhersteller zur Kasse bitten und damit nur ein weiteres Zünglein an die bereits gekippte Waage fürs PC-Gaming legen. Bequeme Splitscreens waren eines der stärksten Argumente von Konsolen gegenüber PCs. Unsere Fernseher werden immer größer und doch dürfen wir sie nicht teilen. Wo liegt da der Sinn? Was die Spiele sein könnten, wird zurückgehalten von weniger leistungsfähigen Maschinen, die aufgrund ihrer höheren Basis weiter bedient werden. Von Unternehmensgier und öffentlichem Image, die höher priorisiert werden als die Bedürfnisse der Zielgruppe und von zensierten sowie eingeschränkten Online- und Multiplayer-Erfahrungen und alles gebündelt treibt die Consoleros weg, die ein paar Hunnis drauflegen und all das und mehr auf einem PC bekommen können. Und wenn man sich die Preisentwicklung der Konsolen ansieht, wird der preisliche Unterschied auch nicht mehr lange relevant bleiben. Die 9. Generation ist der erste Fuß in das frisch ausgehobene Grab des Konsolenspiels, das eher früher als später zu nichts weiter als einer Erinnerung verkommen wird. Und dabei werden wir uns natürlich nicht wohlig und wehmütig an die PS5 und Xbox Series erinnern, sondern an die tatsächlich erinnerungswürdigen Konsolenerfahrungen. It's a PS2!
Sony PlayStation. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Publikum sich verändert hat. Ich wage zu bezweifeln, dass wir inzwischen alle so emotional verkümmert sind, dass Freude wie diese heutzutage nicht mehr möglich ist, wenn sie denn gerechtfertigt wäre. Dass wir uns nicht sofort auf Spiele stürzen würden, die sich etwas trauen und versuchen, die Industrie weiterzubringen, anstatt sie zurückzuwerfen oder auszumelken. Dass unvergessliche Erinnerungen nicht mehr möglich sind.